Alina saß vor dem Spiegel in einem weißen Kleid und betrachtete ihr Spiegelbild. Ihre Augen waren rot von Tränen, ihre Hände zitterten. Dieser Tag hätte der glücklichste in ihrem Leben sein sollen. So sagten es die Eltern, so flüsterten die Gäste, so verlangte es die Gesellschaft. Doch für sie war dieser Tag das Ende ihrer Freiheit. Sie wurde mit einem Mann verheiratet, der älter war als ihr Vater. »Du wirst leben wie eine Königin«, wiederholte die Mutter, während sie den Saum ihres Kleides glattstrich. Der Vater rauchte schweigend in der Ecke und machte nicht einmal den Versuch, ein selbstzufriedenes Grinsen zu verbergen. Sie hatten sie verkauft, gegen Geld, Häuser, Schmuck eingetauscht. Als die Zeremonie begann, konnte Alina kaum noch stehen. Sie ging zum Altar, klammerte sich an eine fremde Hand, und Tränen liefen ihr über die Wangen. Der Bräutigam, Viktor Sergejewitsch, ging nebenher. Groß, ergraut, mit einem Aussehen in den Augen, das fast wie Bedauern wirkte. Sie hörte nicht die Worte des Priesters, sah nicht die lächelnden Gesichter der Gäste. Alles fühlte sich an wie ein Albtraum, aus dem sie nicht entkommen konnte. Und dann, Ringe, ein Kuss, Applaus. Es war vorbei, sie war offiziell seine Frau. Als sie allein im luxuriösen Hotelzimmer zurückblieben, drückte sich Alina gegen die Wand und kämpfte gegen die Tränen. Ihre Hände zitterten, ihr Herz schlug so laut, dass man es fast hören konnte. Viktor Sergejewitsch seufzte schwer und setzte sich ihr gegenüber. »Setz dich«, sagte er ruhig. Alina rührte sich nicht. »Hast du Angst vor mir?« Sie nickte. Der Mann senkte den Kopf, als überlege er etwas, und sagte dann unerwartet, »Du kannst gehen.« Alina verstand nicht sofort, was er meinte. »Wie, gehen?« fragte sie mit zitternder Stimme. »Einfach so, deine Sachen nehmen und verschwinden.« »Aber, meine Eltern, das ist keine Familie«, unterbrach er scharf. »Sie haben dich wie eine Ware verkauft. Du bist ihnen nichts wert, außer als Mittel zum Reichtum.« Alina schwieg. »Ich bin nicht der, für den man mich hält. Ja, ich bin reich, aber ich brauche keine junge Frau, die mich ihr Leben lang verachtet. Ich habe dieser Ehe nur zugestimmt, weil ich gesehen habe, in welchem Gefängnis du lebst. Ich wollte dir eine Chance geben, herauszukommen.« Er zog eine Bankkarte aus der Tasche und legte sie vor sie hin. »Hier ist genug Geld, um ein neues Leben zu beginnen. Such dir einen Ort, an dem du glücklich sein kannst. Aber, wohin soll ich? Irgendwohin, nur nicht zurück. Versprich mir, dass du nicht zu ihnen gehst.« Sie sah ihn verwirrt an, aber in ihren Augen war keine Angst mehr. Eine Stunde später saß sie schon im Taxi, hielt ein Ticket in eine andere Stadt in der Hand. Sie wusste nicht, was sie erwartete, aber eines war klar, ihr Leben fing gerade erst an. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren war sie frei. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.